Venkatesaya Namaha. Om Venkatesaya Namaha. Das ist mein Ambassador Mk4, Baujahr 2002, und er wurde von 1969 bis 2006 ohne Veränderungen gebaut. Es ist ein 1500er Diesel mit etwa 100 Stundenkilometer Spitze bei einem Verbrauch von 6 Litern. Damit leistet er ganze 38 PS. Seit 2014 werden keine neuen Ambassador mehr gebaut. Sie wurden durch die modernen Kleinwagen aus Asien, aber auch durch indische Kleinwagen verdrängt. Ich werde meine Autoreise durch Indien also mit einem Fossil antreten. Die ersten 4000 Kilometer durch Südindien wird mich mein Sohn Joris begleiten. Und das bin ich. Ob man nun in Indien mit einer Rikscha fährt, im Taxi oder wie wir im eigenen Auto, eines gilt für alle. In Indien herrscht Linksverkehr. Und das ist dann ganz einfach, wenn man in einem Auto fährt, das dafür gebaut wurde. Der Fahrer sitzt rechts und hat somit einen guten Überblick über den Verkehr. Ein Problem beim Verkehr in Indien ist, dass es zwar Verkehrsregeln gibt, diese aber von den Menschen immer wieder neu ausgelegt werden. Und das immer dem persönlichen Blickwinkel entsprechend. Wenn man in einer Hafenstadt wie Pondicherry ist und die Inder näher kennenlernen will, sollte man es nicht versäumen, einen der großen Märkte und insbesondere den Fischmarkt zu besuchen. Hier geht der Einkauf in 2 Schritten vonstatten. Als erstes sucht man sich seinen Fisch oder seine Fische aus und kauft diese, ohne zu vergessen, dass Handeln Pflicht ist. Hat man diesen Schritt gemeistert, gibt man dem gekauften Fisch eine der vielen Spezialistinnen im Zerlegen und Ausnehmen von Fischen, die für ihre Arbeit einen geringen Lohn verlangen, der sich im 20 Rupees Bereich bewegt und nicht immer verhandelt werden sollte. Der Käufer wird ohnehin bereits beim Kauf der Ware übervorteilt, und das gilt nicht nur für ausländische, sondern ebenso für indische Touristen. Ich bin immer wieder fasziniert von der Sachkundigkeit und Geschwindigkeit, in der diese Frauen hier ihre Arbeit verrichten. In seiner ganzen Schönheit. Nach ein paar Tagen in Pondicherry sind wir unterwegs zu unserem ersten Fernziel, dem südlichsten Punkt Indiens. Neben einer Straßenkarte von Südindien haben wir 2 Smartphones mit jeweils einem anderen Navigationssystem dabei. Unser Plan ist es, auch allerkleinste Straßen zu fahren, die auf Straßenkarten nicht zu finden sind. Dieser Luxus hat uns auf der Reise an Stellen gebracht, die wir sonst niemals kennengelernt hätten. Wir wollen weit ab vom Tourismus ans Meer, geben einen Ort ein, zu dem keine Straße zu führen scheint, und kommen an einen Bilderbuchstrand mit bunten Booten und ein paar Fischern. Als wir weiterfahren wollen, stelle ich fest, dass der Ambassador keinen Vorderradantrieb hat, wie ich dachte, und so stecken wir schnell im Sand fest. Also zurück an den Strand und die Fischer bitten uns anzuschieben. Das ist für die Jungs kein Problem und so geht es bald weiter. Wir haben auf der Karte ein Vogelschutzgebiet entdeckt, das wir als nächstes ansteuern.
Unterwegs lernen wir, warum Wasserbüffel Wasserbüffel heißen. Ein paar Kilometer weiter führt uns das Navi auf eine sehr schmale Straße, die zum Glück gut befestigt ist. Eine Sandpiste hätten wir in dieser Gegend mit unserem Ambassador nicht gemeistert, da hätten wir schon einen Jeep mit Allrad gebraucht. Dennoch kann ich bereits an diesem Punkt der Reise sagen, mit einem modernen Kleinwagen hätte ich diese Wege und Straßen, die der Ambassador ohne Klagen gemeistert hat, nie bewältigen können. Dazu später die entsprechenden Bilder. Zu unserem Glück sind hier Autos eine Seltenheit. Und wenn nicht gerade ein Bus voller Schulkinder heranbraust, kann man gut reisen. Bis auf die Plastikplanen, elektrischen Strom und einige wenige Mopeds, Fahrräder und Traktoren spielt sich das Leben in so einem Dorf ab wie vor 100 Jahren. Ist noch richtig. Was für einen Radfahrer kein Hindernis ist, stellt sich für ein Auto ganz anders dar. Warte, ich schreibe mal kurz aus. Egal, rechte Filmkamera. Fahr mal. Bisschen zu mir. Okay. Okay. Und dann wieder eine Überraschung: Hausschweine im Paradies. Bisschen aufziehen und einen Schwenk auf da. So hinten das Auto, wenn das so hinten ist. Auto mit drauf. Total, ja genau. Wir kommen gerade noch rechtzeitig im Udaya Marantapuram Vogelschutzgebiet an, um hier ganze 2 Stunden zu verbringen. Außer uns ist nur noch ein einziger anderer Wagen mit Indern unterwegs. Dank der großen Bodenfreiheit und der Blattfedern mit etwas Unterstützung durch kleine Öldruckstoßdämpfer sind Schlaglöcher wie diese kein Problem. In der Ferne Wildpferde, Antilopen, Buntstörche, Schön in der Sonne, gell? Hervorragend. Absolutes Bild. Gegenlicht, aber schön mit dem Blitzern, das ist ja schön. und von einem Aussichtsturm aus sehen wir Wildschweine Junge, gell? Die sind wahrscheinlich von der Sau. und Wasserschildkröten. Und Spinnen. Wir übernachten im Gästehaus der Forstbehörde und essen im Gasthaus nebenan. Das Essen des Abends? Idli. Das sind gedämpfte Linsenreiskuchen mit zweierlei Soßen.
Die Weiße ist mit Kokosmilch und ein paar grünen Chilis zubereitet. Und die gelbe ist Samba, eine Soße auf Linsenbasis. Dazu warmes Wasser, das man hier gedost trinken kann, weil es nebenan auf dem Feuer abgekocht wurde. Und das Essen mit den Fingern kann schnell zu einer praktischen Angewohnheit werden. Tags darauf steuern wir das nächste Vogelschutzgebiet an. Die Straßen sind zum Glück recht gut und so kommen wir schnell weiter. Als wir den Eingang nach einigem Suchen gefunden haben, stellen wir fest, dass die ganze Anlage offenbar seit Jahren verlassen ist, was mich zu folgendem Statement veranlasst. Kann schon sein, dass hier mal ein einsamer Pelikan vorbeirudert oder ein zweisamer Schwarzstorch. Sicher ist das nicht. Sie können dieses Gelände gerne besuchen, wenn Sie möchten. Bringen Sie ein paar Vögel mit, dann können Sie die auch anschauen. Gell? Ansonsten habe ich dazu nichts zu bemerken. Hier ist mein Autoschutz. Also weiter nach Madurai, wo wir schnell ein bezahlbares Hotel mit Parkplatz direkt vor dem Haus finden.